Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Genzo Niki. Ich bin Sales Supporter bei Kistler im Bereich Test and Measurement und in diesem Webinar möchte ich Ihnen anhand eines Experiments die unterschiedlichen Funktionsprinzipien von piezoelektrischen, IEPE und piezoresitiven Sensoren demonstrieren und erläutern. Wir haben hier einen handelsüblichen Wassersprudler. Hier unten sehen Sie eine leicht modifizierte Flasche. Also hier wurden unten noch 3 Drucksensoren eingepasst. Zum einen hier links der Sensor des Typs 601CAA. Ein Blick auf das Datenblatt verrät uns, dass es sich hierbei um einen piezoelektrischen Sensor mit Ladungsausgang handelt und einem Druckmessbereich von 0 bis 250 bar. In der Mitte haben wir den Sensor 601CBA. Dem Datenblatt können wir entnehmen, dass es sich hierbei um ein IEPE-Sensor handelt, also ein piezoelektrischer Sensor mit eingebauter Elektronik. Und im Unterschied zu dem piezoelektrischen Sensor hat der IEPE-Sensor einen Spannungsausgang und dafür sorgt der integrierte Impedanzwandler, der die Ladung in eine Spannung umwandelt. Auch hier ein Druckmessbereich von 0 bis 250 bar, abgestuft, je nachdem, welche Elektronik verbaut ist. Und zu guter Letzt sehen wir hier noch rechts einen Drucksensor des Typs 4080A. Hier das Datenblatt des Nachfolgemodells 4080B, aber Grundlegendes hat sich nicht geändert. Also es ist immer noch ein piezoresistiver Drucksensor, um genau zu sein, ein Absolutdrucksensor, und diesen erhalten Sie auch in abgestuften Druckstufen von 0 bis 250 bar. Links haben wir noch ein Datenerfassungsgerät, unser sogenanntes KIDAC, mit insgesamt 4 eingebauten Messmodulen. Im Einsatz ist hier zum einen das Messmodul 5509, also unser Ladungsverstärkermodul, an dem ist auch der piezoelektrische Sensor angeschlossen. Und wir haben hier unser Modul 5512A, also das ist ein Spannungsmodul mit eingebautem IEPE-Kuppler, und hier sind die anderen beiden Sensoren angehängt. Der Vollständigkeit halber sehen wir hier noch ein Messmodul 5501er, unser universelles Messmodul mit verschiedenen Messgrößen, die unterstützt werden, und ein digitales Modul, also das 5534A für digitale Eingangsgrößen. Diese beiden Module sind für diesen Versuch aber nicht im Einsatz. Nun, starten wir den Versuch, und ich kommentiere so ein bisschen die Beobachtungen. Also hier werden wir gleich 3 verschiedene Kurven sehen. Die ersten beiden Kurven liegen gerade auf 0, die sehen Sie nicht. Nur die gelbe Kurve, die ist leicht oberhalb und hier bereits zu sehen. Nun wird der Hebel betätigt, Kohlensäure eingeleitet. Wir sehen diese Kurven, alle 3 Kurven steigen, fallen langsam wieder ab, da das System nicht in sich geschlossen ist und wieder Kohlensäure entweichen kann. Die Flasche wird herausgenommen. Wir sehen einen rapiden Abfall der Kurven. Und nun wird die Flasche geschlossen, geschüttelt, und wir sehen, dass die Kurven hier wieder schwingungsförmig langsam hochgehen. Die genaue Analyse des Signalverlaufs erfolgt in nachfolgender Grafik, welche wir nun hier eingeblendet sehen.
In diesem YT-Graph sind die einzelnen Signalverläufe der 3 Drucksensoren exemplarisch zu sehen. Einmal in Blau der des piezoelektrischen Sensors, in Rot der Signalverlauf des IEPE-Sensors und in Gelb der Signalverlauf des piezoresistiven Drucksensors. Die Unterschiede in der Funktionsweise der einzelnen Technologien lassen sich an 3 markanten Stellen festmachen. Zum einen gleich zu Beginn der Messung. Wie hier deutlich zu erkennen ist, beginnt der Signalverlauf des piezoresistiven Drucksensors bei knapp über 1 bar. Und das liegt eben daran, dass piezoresistive Drucksensoren den Druck je nach Sensortyp gegenüber unterschiedlichen Nullpunkten messen. Also entweder relativ zum Umgebungsdruck, differenziell zu einem Vergleichsdruck oder absolut zum Vakuum. Und wir haben hier einen Absolutdrucksensor und haben Atmosphärendruck, ein bisschen einen Einfluss von der Wassersäule der Flasche und landen hier bei knapp über 1 bar für den piezoresistiven Drucksensor. Wohingegen der Nullpunkt bei piezoelektrischen Sensoren durch den anliegenden Druck bei Messbeginn definiert wird. Also egal, ob wir im System jetzt zu Beginn 1 bar, 10 bar, 100 bar anliegen haben, sobald die Messung gestartet wird, beginnt der Signalverlauf bei der piezoelektrischen Technologie bei 0, wie auch hier zu sehen. Eine weitere markante Stelle haben wir zum Zeitpunkt, wenn das CO2 in die Flasche gepumpt wird. Hier sehen wir, wie die gelbe und blaue Kurve den gleichen Signalverlauf folgen, lediglich eben mit diesem Versatz von 1 bar. Dahingegen erreicht der IEPE-Sensor hier in Rot nicht annähernd den maximalen Peak von dem piezoelektrischen Sensor. Und das liegt eben an der Zeitkonstante. Zum einen in der eingebauten Elektronik vom Sensor und zum anderen an der Zeitkonstante im IEPE-Kuppler von dem Messmodul. Also bedingt durch die Zeitkonstante der gerade genannten Messkette wird das Signal hier schon gegen 0 gezogen, bevor es überhaupt das Maximum erreichen kann. Und was wir noch beobachten können, wir haben hier einen kontinuierlichen Druckabfall und unser Signal rutscht hier deswegen auch schon ins Negative, steigt hier auch wieder, obwohl wir weiterhin einen Druckabfall haben, aber das ist eben charakteristisch für einen IEPE-Sensor. Die Kurve oder das Signal wird immer gegen 0 gezogen aufgrund der Zeitkonstante. Die dritte interessante Beobachtung machen wir zum Zeitpunkt, als die Flasche aus dem Wassersprudler herausgenommen wird. Wir sehen, wie das Signal des piezoresistiven Drucksensors und des piezoelektrischen Sensors hier wieder auf Ausgangsniveau zurückgehen, wohingegen das Signal des IEPE-Sensors noch weiter ins Negative geht. Also es erfolgt zwar ein Sprung in die richtige Richtung durch alle 3 Sensoren, aber da uns hier beim IEPE-Sensor der statische Anteil fehlt, also wir sind hier im dynamischen Bereich, im dynamischen Messbereich durch die Zeitkonstante, geraten wir hier noch weiter ins Negative und dann beginnt der Sensor sich langsam wieder gegen 0 zu bewegen. Also nicht der Sensor, das Signal. Und das gleiche wiederholt sich eigentlich wieder zu dem Zeitpunkt, wenn die Flasche geschlossen und geschüttelt wird. Also wir haben hier einen schwingungsförmigen Druckanstieg vom piezoresistiven und piezoelektrischen Sensor und das Signal des IEPE-Sensors wandert hier ab diesem Zeitpunkt schon wieder gegen 0 und bleibt auch hier auf der Nulllinie. Und zu diesem Zeitpunkt wird die Flasche geöffnet und alle 3 Signalverläufe gehen wieder nach unten. Also wir haben einen Druckabfall, deswegen gehen die auch hier nach unten und der IEPE-Sensor geht sogar von 0 wieder ins Negative und das Signal wird dann hier wieder langsam gegen 0 gezogen.
Eine Anmerkung noch zum Schluss: Wenn wir das Signal des PE-Sensors mit dem IEPE-Sensor vergleichen, sehen wir, dass die Differenz bei dem Druckanstieg hier größer ist als hier bei diesem Sprung, wo der Druck wieder abfällt. Und das liegt eben an der Druckanstiegszeit. Die Druckanstiegszeit ist hier einfach nicht schnell genug. Also der Druck steigt langsam oder zu langsam und das Signal vom IEPE-Sensor wird bereits abgeschwächt. Wohingegen wir hier zwar einen schnelleren Druckabfall haben, deswegen ist auch die Differenz in dem Sprung nicht so groß, aber immer noch nicht dynamisch genug. Und um Ihnen mal eine Idee zu geben, was wir mit dynamisch meinen, also piezoelektrische Sensoren haben eine sehr hohe Eigenfrequenz von über 500 Kilohertz und kommen somit bei Anwendungen zum Einsatz, wo die Druckanstiegszeit im Mikrosekundenbereich liegt. Und das würde auch bedeuten, wenn wir hier einen Druckanstieg hätten von einer Mikrosekunde oder im Mikrosekundenbereich, dann würden diese beiden Signale, also der piezoelektrische und das IEPE-Signal, den gleichen Peak auch erreichen. Also wir sehen hier, für diesen Fall wäre ein IEPE-Sensor nicht geeignet, zumindest wenn wir am Maximaldruck interessiert sind von diesem Versuch, wohingegen IEPE-Sensor natürlich wieder bei anderen Anwendungen Vorteile mit sich bringt. Und wenn Sie das Thema Unterschied zwischen IEPE-Sensoren und piezoelektrischen Sensoren interessiert, kann ich ein Webinar auf unserer Webpage empfehlen. Weitere Details zum Unterschied von Piezoelektrik und piezoresistiven Sensoren finden Sie auch in unseren Broschüren, die Sie auf der Homepage herunterladen können, und unsere Verkäufer in Ihrer Region stehen Ihnen auch immer bei Fragen zur Verfügung. Nun möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich recht herzlich.